Hallo, ich bin Sophie. Sind Sie auf der Suche nach einer leistungsstarken Handelsstrategie? In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die ATR-Indikator für maximale Gewinne einsetzen können. Es ist ein einfacher und zuverlässiger Weg, um Ihre Ergebnisse zu verbessern. Bleiben Sie dran. Hallo meine lieben Freunde, heute machen wir eine Handelssitzung, deren Ziel ist es, 4 von 5 Signalen mit Gewinn abzuschließen. Wir werden 5 Deals machen und versuchen 4 von ihnen erfolgreich abzuschließen, um gut zu verdienen und meinen Abonnenten Signale zu geben. Also, in diesem Video wird uns der ATR-Indikator helfen. Es ist ein Lehrvideo und eine Handelsstrategie in einem. Ich benutze diesen Indikator eigentlich recht selten, wenn ich handle, obwohl er sicherlich ein sehr hilfreiches Werkzeug ist, wenn man weiß, wie man ihn benutzt. Übrigens werde ich die Signale auch bei kostenlosen Telegram-Kanäle veröffentlichen. Wenn Sie also den heutigen Handelssitzung teilnehmen können möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung und abonnieren Sie ihn. Der ATR-Indikator ist also ein Indikator für die Volatilität. Was bedeutet das? Es gibt verschiedene Phasen des Marktes. Es gibt Phasen, in denen sich der Markt sehr aktiv bewegt und solche, in denen er stillsteht. Solche Fälle werden wir mit dem Indikator aufklären. Wählen wir einen geeigneteren Währungspaar und schauen wir uns diese Grafik an, wie der Indikator mit der Grafik übereinstimmt. Also schauen wir uns die Zahlen des Indikators an. Sie sind nicht so unterschiedlich, also wird es nicht sehr auffällig sein. Aber wenn sich der Indikator im oberen Bereich einer bestimmten Skala befindet, diese Skala ist für jedes Währungspaar unterschiedlich, bedeutet es, dass die Volatilität des Marktes im Vergleich zu seinem vorherigen Bereich hoch ist. Also, wenn das Gegenteil der Fall ist, der Indikator befindet sich im unteren Bereich, bedeutet es, dass sich der Preis auf dem Markt recht passiv bewegt. Die Bewegung ist gleichmäßig, ohne schnelle Schwankungen. Der Sinn des heutigen Videos und des Indikators ist also, dass wir nach Perioden hoher Volatilität auf dem Markt Ausschau halten werden, um Geschäfte mit einem größeren Vorteil abzuschließen. Obwohl es keine Rolle spielt, ob das Geschäft mit einem Vorteil von 10 oder 100 Punkten abgeschlossen wird. Wir erhalten ohnehin 92% des Gewinns. Aber ich denke, Sie verstehen, dass die Chance, dass das Geschäft entgegen Ihrer Prognose abschlossen wird, etwas geringer ist, wenn sich der Markt zuversichtlicher und aktiver bewegt. Also, das ist genau das, was wir heute verwenden. Fangen wir an. Also Leute, wir eröffnen das erste Geschäft. Schauen wir uns den ATR-Indikator an, analysieren wir ihn und ziehen wir einige Schlussfolgerungen. Im Moment gibt es einen steigenden Trend. Warum haben wir einen gegenteiligen Trend gemacht? Das ist ganz einfach. Wir sehen, dass der Indikator vor einiger Zeit hohe Werte anzeigte. Das war, als sich die aktive Phase des Trends entwickelte. Jetzt fällt der Indikator, das heißt, die Kerzen werden immer kleiner und die Volatilität hat in den letzten Kerzen deutlich abgenommen. Normalerweise bedeutet dies, dass der Trend aufwärts oder abwärts zu verblassen sind. Deshalb erwarte ich hier eine rote Kerze, die uns $380 verdienen lässt. Wir brauchen nur eine Kerze, um einen Gewinn zu schließen. Wir sehen, bildet sie sich ziemlich groß aus. Wenn jetzt eine aktive Phase eines Abwärtstrends beginnt, wird auch der Indikator wahrscheinlich ansteigen. Das Signal basierte auf der gesunkenen Volatilität, was bedeutet, dass der Trend langsam nachlässt. Ich hoffe, das ist klar. Also suchen wir ein identisches Beispiel. Der Indikator ist sehr niedrig. Der Maximalwert der letzten Kerzen war 132. Jetzt liegt er bei 100. Das bedeutet, dass der Markt seine Kraft verloren hat. Wir sehen, dass die letzte Tendenz für eine steigende Bewegung war, aber diese ziemlich große rote Kerze ohne Schatten ist erschienen, was signalisiert, dass der Rückgang weitergehen wird.
Großartig. Wir erhalten weitere $370 Nettogewinn. Wie wir sehen, entwickelt die Grafik ihre fallende Bewegung noch nicht schnell weiter. Der ATR-Indikator befindet sich also noch im unteren Bereich. Wenn solche großen roten Kerzen in einer Reihe erscheinen, wird der Indikator natürlich anfangen zu steigen, weil die Volatilität zunimmt. Und hier werden wir nach Punkten suchen, an denen wir nach oben einsteigen können. Zum Beispiel, wenn der Trend zu verblassen beginnt oder sich sogar umkehrt und nach oben geht. Das ist das Arbeitsprinzip für heute. Übrigens, es sind noch 3 Sekunden, 3 Deals übrig. Das dritte Geschäft wird nach dem absolut gleichen Prinzip gemacht. Darüber hinaus gibt es einen weiteren Faktor, der diese Aufwärtsbewegung verhindern kann. Wahrscheinlich gibt es hier ein bestimmtes Niveau, denn die Kerzen haben riesige Aufwärtsschalten. Jetzt wird wahrscheinlich eine solche rote Kerze erscheinen. Und wir achten auf den Indikator. Er befindet sich im unteren Bereich. Die Volatilität arbeitet besser zu unseren Gunsten. Super. Hier müssen wir die Situation mit einem weiteren Signal retten. Der Markt ist leider weiter gestiegen, aber nicht über den letzten maximalen Wert hinaus. Also warte ich auf eine Korrektur. Wir erhöhen den Betrag des Deals jetzt nicht. Im besten Fall schließen wir die Situation jetzt ohne Änderungen. Das vierte Geschäft wird also mit Gewinn abgeschlossen. Auf diese Weise haben wir jetzt 3 erfolgreiche und ein verlorenes Geschäft gemacht. Wir müssen noch das letzte Geschäft abschließen. Es muss zu 100% profitabel sein. Das können wir die Handelssitzung als erfolgreich betrachten. Also hier erwarte ich, dass der Markt weiter steigen wird, da sich durch die riesige Menge an Schalten sehr leicht zu verstehen. Außerdem ist hier eine bekannte Figur Kopf und Schultern. Hier sind 2 Schultern und hier ist ein Kopf. Jetzt wird der Markt wahrscheinlich weiter steigen. Wir sehen, dass der Markt versucht, nach unten umzukehren und weiter zu fallen. Aber die sehr geringe Volatilität sagt uns, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird, weil der Markt nicht stark genug ist, um die Fallbewegung fortzusetzen. Im Moment fixieren wir, wie genau der Markt beginnt, die rechte Schulter zu bilden. Hier ist ein Korb, ich meine der Hauptkorb und 2 Schultern. Das ist eine Figur der technischen Analyse. Es ist gut, wenn Sie sie kennen, denn hier verdienen wir $460 dank dieser Figur und wir haben die Handelsung erfolgreich beendet. Freunde, ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Wenn jemand mit mir zusammen verdient hat und 4 von 5 Geschäften Gewinnen gemacht hat, bitte schreibt einen kleinen Bericht. Ich werde dafür sorgen, dass sie auf meinem Kanal veröffentlicht wird. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.